In diesem Video zeige ich dir, wie du Alcantara schonend und effektiv reinigst. Viele denken, Alcantara ist eine Lederart, ist es aber gar nicht. Es ist eine reine Synthetikfaser, also eine Mikrofaser. Die Krux an einem Alcantara-Stoff ist, dass es aus ganz vielen kleinen Fasern besteht, die bei schlechter Pflege sich sehr abnutzen, verkleben und dann auch teilweise ausreißen. Macht sich dann nicht mehr so gut, also wenn Alcantara einmal runter ist, ist es runter, dann lässt sich da gar nichts mehr retten. Deswegen, sobald ein Fleck drauf ist, regelmäßig pflegen. Wenn kein Fleck drauf ist, würde ich gar nicht nass oder feucht reinigen, sondern einfach nur mit dem Staubsauger gründlich absaugen und die Fasern durch Bürsten wieder voneinander trennen, dass sie sich regelmäßig aufstellen. Ist doch mal ein Fleck drauf, zeigen wir dir jetzt gleich, wie du da vorgehen kannst. Wichtig ist bei der Reinigung von Alcantara immer flächig zu arbeiten. Das heißt nicht nur einen Fleck zu entfernen, sondern ein ganzes Schnittteil, also hier eine ganze Sitzfläche oder gleich den ganzen Sitz zu machen. Sonst wird der Dreck nur verschoben und es entstehen unschöne Dreck- und Wasserränder. Wir sehen hier, wir haben unten einen kleinen Fleck, was auf Alcantara nicht schlimm aussieht, aber immer relativ kritisch ist, weil viele Angst vor der Reinigung haben. Als ersten Schritt saug den Sitz gründlich ab, damit kein Sand oder irgendwelche Partikel beim Reinigen scheuern. Sprüh dann den Reiniger flächig auf. Der Vorteil ist, dass er im Schaum nachwirkt und du brauchst einmal weniger Reiniger, als wenn du flüssig sprühst. Sprüh also die ganze Sitzfläche oder gleich den ganzen Sitz ein, je nachdem, wie viel du auf einmal bearbeiten willst. Beachte, dass du maximal 5 Minuten einwirken lassen solltest. Das solltest du mit deiner Arbeitsgröße sozusagen berücksichtigen, wie viel du auf einmal einsprühst. Wenn du Überstände hast auf Materialien, wo du es nicht haben willst, Kunststoff oder so, kannst du einfach mit einem sauberen Tuch den feuchten Reiniger abwischen. Ist komplett materialverträglich für alle Oberflächen, aber so vermeidest du Flecken, wenn du das gleich am Anfang tust. Wir bearbeiten gleich den kompletten Sitz, einfach weil die Einwirkzeit von 5 Minuten mir ausreicht, um den ganzen Sitz zu bearbeiten. Wie gesagt, habt da ein bisschen die Uhr im Blick. Wichtig ist jetzt, wir wischen feucht nach. Feuchte dafür ein Mikrofasertuch im Eimer an, beziehungsweise mach es nass und bringe es wirklich gut aus. Wir wollen kein klitschnasses Mikrofasertuch, sondern nur ein feuchtes Mikrofasertuch. Dann kommt das Kritische. Du musst wirklich mit viel Druck arbeiten. Nur rüberwischen bringt gar nichts. Du brauchst wirklich Druck, um den Schmutz effektiv auf der Faser zu lösen. Dann funktioniert es definitiv so gut wie immer. Solltest du noch Flecken haben, hast du wahrscheinlich zu wenig Druck angewendet. Du siehst auch hier schön, wie der Reiniger aufschäumt. Du solltest diesen Schritt in mehreren Kreuzgängen wiederholen, zwischendurch immer ausspülen und zwar so lange, bis der Reiniger nicht mehr schäumt. Anschließend kannst du, wenn noch Flecken da sind, den Schritt von Anfang an wiederholen. Das heißt nochmal einsprühen, warten, rüberreiben, aber prinzipiell in 2 bis 3 Durchgängen mit zwischendurch ausspülen, so lange, bis der Reiniger nicht mehr schäumt. Dann hast du einen Reinigungszyklus abgeschlossen. So, wir sehen hier auch beim Wischen, der Reiniger schäumt so gut wie gar nicht mehr. Wie gesagt, Reinigerreste können am Ende einfach abgesaugt werden, dazu aber später mehr. Wenn du die Reinigung feucht beendet hast, siehst du ja, was im Eimer gelandet ist, dann guck, ob du noch Flecken siehst, wisch mit einem trockenen Mikrofasertuch mit Druck nochmal nach, dann nimmst du nochmal die restlichen Reiniger raus, trocknest den Sitz leicht vor. Anschließend kannst du ihn trocknen lassen und nach dem Trocknen einfach mit einem Staubsauger absaugen. Dann werden zum einen nochmal eventuelle Fussel entfernt und auch der Reiniger trocknet sozusagen ab und kann danach aus dem Sitz ausgesaugt werden, selbst wenn noch ein bisschen Reiniger vorhanden ist. Und zack, zack, sauber ist dein Alcantara-Sitz und die Fasern sind durch Saugen auch wieder aufgestellt. Kurze, knackige Anleitung. Die Schritte sind wirklich nicht schwer. Wichtig ist, dass Alcantara wirklich dann gut durchtrocknet und am Ende der Restreiniger, der dann abtrocknet, nochmal ausgesaugt wird. Dann ist es gar kein Problem. Natürlich, das A und O ist immer die regelmäßige Pflege. Also Alcantara am besten gar nicht erst zu sehr verdrecken lassen, weil irgendwann nutzen sich auch die Fasern ab. Deswegen einfach ein bisschen vorsichtiger sein, dann sollte es kein Problem geben. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!